Ja, ich glaube, korrekterweise ist es ein Preis für die beste Produktion. Ich freue mich total drüber, weil es eine Arbeit ist, in der wir, finde ich, alle extrem gut zusammengearbeitet haben. Also das Haus und mein Team und das Ensemble. Es gab so ein paar, weiß ich nicht, Unwägbarkeiten, also weil wir auf der Vorbühne platziert sind damit und ich gerne so ein paar mehr Sachen gemacht hätte. Was aber auf der Vorbühne nicht möglich ist. Und das war so, dass dann wirklich alle Abteilungen an einem Strang gezogen haben. Also ich freue mich sehr, weil es alle betrifft. Ja. Mal gucken. Es ist halt konserviert. Das ist natürlich was Besonderes. Und wir wollten das ja schon zu Theatertreffenzeiten machen und da war das irgendwie wegen des Lockdowns nicht möglich. Und ich bin da auch sehr froh, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, dank intensiver Testungen des Ensembles, dass wir die Originalinszenierung aufzeichnen können und nicht irgendwie eine abgewandelte Version, die dann gar nicht die Inszenierung ist, die wir eigentlich gemeinsam erarbeitet haben. Und deswegen blicke ich da freudig darauf hin. Das muss man sehen. Ich bin ja generell nicht so ein Fan davon. Ich finde das wahnsinnig schwierig, so einen fokussierten Blick auf einer Bühne durch ein anderes Medium zu platzieren. Ich denke ja quasi eher aus dem Zuschauerraum, wo sich die Zuschauenden selber entscheiden können, wo sie hingucken. Und das ist es für mich irgendwie, ich finde es schwierig, aber das machen ja Profis, man wird sehen. Also es ist auch ein eigenes Kostümkonzept, was mit der Bühne zusammenspielt. Werden sehr unterschiedliche Figuren zu sehen sein. Es gibt glaube ich, einen sehr differenzierten Hofstaat zu erleben, lauter Individualisten und ein allgemein eher junges Ensemble, zwei sehr junge Königinnen und wie ich finde auch sehr selbstbestimmte Königinnen, die in ihrem Rahmen, den sie selbst bestimmen können, der irgendwie dann doch sehr eingeschränkt ist bei beiden aufgrund der Tatsache, dass sie Königinnen sind, aber die darin sehr klug und überlegt vorgehen. Also ich interessiere mich gerade nicht so sehr für Affekte, sondern für selbstbestimmtes auf dem Scheiterhaufen enden. Sowas in der Art wird es sein. Das ist tatsächlich bei ganz vielen Klassikern so, dass ich die Frauen immer wahrscheinlich durch das heutige Weltbild oder durch mich sehe und sie dadurch auch immer eine Form der Stärke haben, beziehungsweise die Männer auch eine bestimmte Art des Verhaltens haben und das spielt ja sich gegenseitig zu. Also Menschenfeind ist es ja auch so, dass nicht nur Célimène zentrale Figur ist und wie ich finde auch eine sehr selbstbestimmte, sondern auch die Männer einfach zur Lächerlichkeit neigen. Und das ist nicht nur bei Menschenfeind so, finde ich. Also auf diesem patriarchalen Posten, der da verwaltet wird, das ist meistens, finde ich, einfach immer wieder sehr lustig. Muss man gar nicht so viel zufügen, finde ich. Steht schon alles drin.